Ich bin als Elias Salomon geboren und ich habe in der letzten Zeit dann sind ein paar Sachen passiert, wo ich gemerkt habe, ich würde gerne den Namen auch als Künstler annehmen. Einerseits bin ich Vater geworden von 3 Kindern und habe selber eine Familie. Andererseits aber auch, es war mal ein entscheidendes Erlebnis, als ich in Westafrika eine Tour hatte, in Gambia. Bin ich gekommen und am Konzert haben sie gross angekündigt, Elijah Salomon. Dort habe ich gemerkt, jetzt ist glaube ich, der Moment, so, um den Familiennamen auch anzunehmen als Künstler. Der Albumtitel, wieso der Salomon heisst, ist, ich widme das Album an meinen Großvater, Marino Salomon. Er hat eine wichtige Rolle gespielt auf dem Album. Das Lied Il tuo mondo hat er mir eigentlich vorgeschlagen. Und wegen dem wollte ich das Album ihm widmen. Il tuo mondo ist ein italienisches Lied, also ein Lied von Claudio Villa aus den 30er, 40er Jahren, glaube ich. Und eines Tages, als ich auf Italien meine Großeltern besuchen, ist mein Großvater zu mir gekommen und hat gesagt: Elia, lass mal das Lied. Und ist auf YouTube gegangen und hat das Lied eingetippt und hat mir den Text selber von Hand ein Blatt Papier gegeben, wo er den Text aufgeschrieben hat. Und gibt mir das und sagt so: Ich fände es schön, wenn mal so ein Lied singen. Und es sind dann ein paar Jahre vergangen und ich habe das Lied irgendwann mal dann angefangen zu studieren und lernen. Und kurz darauf war mein Großvater im Sterbebett und ich habe mir überlegt, was kann ich ihm geben in seiner Präsenz, wenn ich mit ihm bin. Und dann habe ich ihm das Lied vorgesungen. Und meine Großmutter hat mir nachher gesagt, es sei der Moment gewesen, weil eigentlich fast nicht mehr bei Bewusstsein war, aber der Moment, wo er dann die Hand nochmal zugedrückt hat. Ja, wir haben sehr bewusst Live-Songs gemacht auf dem Album. Also wir sind teils auch alle im gleichen Raum gestanden und haben das Lied alle im gleichen Raum aufgenommen. Und ich habe teils nachher auch noch Overdubs gemacht und ich habe nachher wirklich gemerkt, wie physisch mir die Band fehlt, wie der Sound mir im Körper fehlt, wenn die Band nicht rundherum ist. Ja, ich glaube, ich habe immer an mich den Anspruch, dass ich Lieder machen kann, die auch noch in 10 Jahren, auch noch in 15 Jahren gut sind. Und wo man noch hören kann, unabhängig von einem Trend, von was gerade in ist, sondern einfach vom Lied selber. Wir haben viel hier bei uns im OneCamp-Studio in Zürich-Affolter aufgenommen. Das ist so ein bisschen meine Homebase, wo ich arbeite, wo ich produziere, aber auch wo ich mit meiner Band, der OneCamp Crew, aufnehme. Und wir haben auch viele Aufnahmen in Jamaika gemacht. Dort mit der Band The Dubby Conquerors. Das ist die erste Band, die ich gegründet habe. Ja, wir haben damals 2008, 2009 nach dem ersten Album «Bewegte» und «Sie ist weg», das ein grosser Hit war, haben wir viel Angebot von verschiedenen Labels, Major Labels. Aber ich habe dann irgendwann mal gemerkt, eigentlich eines der grössten Gute als Künstler ist so die künstlerische Freiheit. Und wir haben auch sehr viel in unserem Kollektiv produziert und gemacht und ich habe gemerkt, das braucht einen Stempel und irgendwie habe ich mich bewusst entschieden, ich will unser eigenes Label gründen, OneCamp. Ich muss sagen, ich bin nach wie vor sehr froh darüber. Es ist wie ein kleines Pflänzchen, das immer mehr gewachsen ist. Ja, Reggae, aber auch Jamaika hat mich eigentlich schon als Bub immer begleitet. Ich habe viel über meine Eltern, über meine Geschwister Reggae-Platten kennengelernt. Linton Kwesi Johnson, Bob Marley, Burning Spear, Jimmy Cliff. Das ist so wie die Musik, die mich als Kind schon begleitet hat. Und Jamaika hat mich immer fasziniert, weil es ein Volk ist, das einen extrem starken Willen hat. Und es ist so eine kleine Insel, aber es hat so einen grossen Einfluss auf der Welt. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel lernen in diesem Land. Bei uns in der Schweiz fehlt manchmal so die Verbindung, dass man als Musiker ist, dass das eine Berufung ist. Und in Jamaika ist das einfach selbstverständlich. Ich würde auch sagen, ich habe viel von meinem Englisch über Musik kennengelernt, über den Reggae. Obwohl dann mein Englischlehrer immer gesagt hat, nein, so schreibt man das nicht.
Zürich ist eine sehr spezielle Stadt. Ich kann sie gerne, weil findest Menschen aus der ganzen Welt da. Ich muss sagen, ich habe Zürich sehr gerne zum Leben, auch zum Musik machen. Auch wenn ich im Ausland bin zum Beispiel, ich verfolge den FCZ immer, also die Mannschaft von Zürich. Egal wo ich bin, ich schaue immer, was läuft. Und der FCZ hat insofern auch eine spezielle Rolle für mich, weil ich angefangen zu singen eigentlich auch in der Flachpassbar. Das war die Bar, die früher unter dem letzten Grundstadion war, wo man nach dem Spiel etwas trinken konnte. Und dort hatte ich meinen ersten Auftritt 2004, dort umeinander. Und habe wegen dem unter anderem angefangen auf Mundart zu singen, weil ich habe gemerkt, hey, ich singe für den FCZ, ich singe für die Stadt. Für den FCZ habe ich auch immer wieder mal ein Lied gesungen und zuletzt «Nie auseinander», wo dann der FCZ auch für seinen Jubiläumsfilm gebraucht hat. Und ja, das war ein schöner Moment. Also einerseits den Film zu sehen mit dieser Titelmusik, aber nachher auch im Stadion zu singen, wo es Meister geworden sind. Das war schon ein sehr schöner Moment. Yes.